freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen was zu erzählen. Habt ihr einen ganz außergewöhnlichen Galerienamen? Was Ja. bedeutet denn das? Es ist im Grunde genommen ein erfundener Name, der ja, als so eine Art Firmenname funktioniert. Es geht dabei eher darum, dass dieser Name, anders als wenn die Galerie rein nach mir benannt wäre, viel mehr die Strukturen, in denen wir arbeiten, auch beschreiben kann. Also das ist alles sehr auf Zusammenarbeit ausgerichtet. Das heißt, ich und die Künstler auch untereinander sind im regen Austausch über ihre Arbeiten, über die Ausstellungen. Und ich möchte sozusagen nicht allein die Lorbeeren ernten. Es geht aber auch darum, dass einen Namen zu haben, der im Grunde genommen wie ein Modelabel ein Look, ein Image, ein Lebensgefühl hat. Oder, und dass alle Produkte innerhalb dieses Labels sozusagen attraktiv sind, wenn man das Label mag. Was bedeutet der Name jetzt oder woher kommt der? Also die einzelnen. Ja, das ist aus so einem Spaß geboren. Das waren 10 Minuten Blödelei. Gambino ist eine der 5 Cosa Nostra-Familien und Ginevra ist so eine Abwandlung von Jennifer, was mein zweiter Name ist. Ja. Super, vielen Dank. Ja. Kannst du mir erzählen, was ihr an der Art Cologne zeigt? Ihr habt ja 3 Künstler hier und was ihr hier zeigt. Ja, wir haben hier einmal Tore Wallert. Das ist ein ganz junger Künstler aus Schweden, aus Stockholm, der jetzt gleichzeitig in der Galerie seine erste Einzelausstellung hat. Wir arbeiten aber schon seit einem Jahr mit ihm zusammen. Eben, da sieht man das auch wieder. Also wir arbeiten lange im Vorfeld mit den Künstlern, bis es dann zur Ausstellung kommt, um das wirklich auszureifen. Denn Simone Gilges, die wir im Februar bzw. März und Februar gezeigt haben, die im Bereich Skulptur und Fotografie und auch viel in den Überschneidungen arbeitet oder diese beiden überhaupt herstellt. Und Julian Stahlbohm, ein junger Künstler, der in Berlin lebt, der hier diese Rubbellosarbeiten zeigt. Okay. Darf man da weiter rubbeln, wenn man es erwirbt? Ich würde sagen, jeder darf machen mit dem, was er will, wenn er es kauft. Aber wahrscheinlich würde man ja auch nicht nochmal mit dem Rakel über den Richter gehen, wenn man ihn erstmal hat. Okay, also sie sind jetzt fertig gerubbelt Sie dann. sind fertig, genau, ja. Okay. Kannst du uns was vielleicht zu der Arbeit noch erzählen? Die Auf ist, jeden Fall. So süß. Zu der Kleinen Speziell. hier, ja. Ja. Ja, im Grunde genommen ist es so eine Art kleiner Altar und das ist auch sehr prägnant für Simone Gilges Arbeiten, die sehr sensibel immer sind, leicht melancholisch. Was man hier sieht, ist eigentlich eine Art, ein Podest, was wie eine Art Altar funktioniert, indem ich hier so einen kleinen Teppich davor habe und darauf sind so eine Art Gaben aufgebahrt. Das sind aber Überreste einer Party, also das, was so passiert, wenn die Leute von 4 bis 5 noch besoffen an irgendwas rumfummeln. Und genau, und es sind aber eigentlich Überbleibsel dieses Abends. Und der Titel kommt von einer Kuratorin, die einen Tag später nach der Party zu Hause oder im Atelier war und dann aufgrund dieser Szenerie an der Sauberkeit der Gläser gezweifelt hat. Und die arbeiten hinten, die 2 Ja. Bilder, Fotografie oder mehr so was, ein skulpturales Bild und dann eine Fotografie. Ja, diese schwarze Arbeit mit dem Loch in der Mitte ist sehr typisch für Simone in dem Moment, wo sie Stoffe, die zum Beispiel in der Mode verwendet werden, das hier ist jetzt Stoff, der als Futter für Anzüge verwendet wird, sehr dramatisch inszeniert. Wir haben hier eine Situation, ja, die sehr haptisch ist, die ich vielleicht sogar berühren möchte und die eben einen gewissen Fetisch auslösen kann, aber auch irgendwie sehr körperlich ist. Es könnte ein Nabel sein oder letztens hatte jemand die Assoziation von so einem Wahrheitsbrunnen wie dem in Rom. Irgendwie sehr geheimnisvoll. Man weiß, man könnte Sachen dahinter vermuten. Daneben eine Szene von einem Wald in Dakar, ein Foto, was Simone gemacht hat. Wo eben Ähnliches passiert. Was sie oft macht, ist, dass sie, wie auch mit diesem Podest, was wir hier gesehen haben,
sie Situationen einfängt und die mystisch auflädt. Also natürlich sehe ich da einen Wald mit sehr viel Müll, aber ich kann ja trotzdem meine Fantasie weiterlaufen lassen, was das für ein Ort ist. Auch wie diese Komposition des Bildes ist, dass der Baum im Vordergrund, wie er dieses Bild bestimmt und was da drumherum liegt. Also eigentlich ein sehr, sehr romantisches Bild. Vor oder nach dem Rennen? Genau, ja. Ja. Du hast ja gesagt, ihr seid aus dem Projekt oder wie Ja. seid ihr entstanden dann? Ja, wir ist natürlich dann jetzt in dem Fall, ich Du. rede mal von meiner Biografie, aber es ist natürlich ein Wir. Das ist ja das, worum es in dem Namen geht. Ich habe Kunstgeschichte studiert in Berlin und dann für verschiedene Galerien und am längsten für Gitti Nurbac gearbeitet. Und ja, dann da meine Erziehung im Grunde genommen bekommen und dann mich in dem Bereich selbstständig gemacht. Ja, ich komme eigentlich aus Köln, also ich bin hier geboren und in Berlin hätte ich mir, glaube ich, nicht vorstellen können, eine Galerie aufzumachen. Man hat hier ein unglaublich gutes Verhältnis zu den Kollegen. Die Stadt ist, glaube ich, äh, groß genug und klein genug, dass es auch da wirklich Synergien gibt. Und ja, man hilft sich gegenseitig aus. Es ist ein sehr, sehr warmes Environment sozusagen. Ja.